So und herzlich willkommen, mein Name ist Montypay und wir sind hier bei Cloudpunk. So, wir haben in der letzten Folge hier einiges gemacht, ein bisschen Kaffee getrunken und Control unterbricht mich jetzt. Driver 14FC, are you out of your Hava? I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay, what you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight, I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Fessahetic, Control. Gut, jetzt sind wir vom Control wieder gestört worden und wir haben einen neuen Auftrag. Hol Gils Sachen ab. Machen wir nachher. Erst müssen wir mit dieser guten Dame hier mal reden. Ich möchte mal wissen, wer das ist. Excuse me, I see you sell old stuff. Do you know what this is? Pass it here. Let's see. Oh my. What is it? I thought maybe an old music storage. Music? No, not at all. This is a game. An old one at that. Where did you find it? Actually, it was near some trash. No, I don't believe it. So it's an antique. Oh yes, this was played on a Spectrum home computer. 48K. You needed an interface to make the joystick work. Kempston or ProTech. Otherwise, you had to play on the rubber keys. Even the words I understood in that sentence didn't make sense. It's like this, you see. You put this tape into a tape recorder first and... Nope, still no clue. Long ago, information was stored on magnetic tapes. You see the strips here? These wound round playheads, or something like that. No one knows exactly how it operated now, but we can feed this into our comprehender and it gives us executable code. So this was a game people played on a screen? Oh yes, it would take a long time to upload the data to memory, and the executable data itself is tiny. It's hard to comprehend how our progenitors managed to work within such strict memory constraints. You're really into this stuff, aren't you? I'm interested in the technology, sure, but what really fascinates me is this game. You controlled a little sprite, you walked along a street and you punched everyone you came across. We believe these old games were deeply symbolic, like Sisyphus with the rock. So they were morality lessons? We collectors believe so. I think every one of these classic games can teach us a lesson. What did punching people in the street teach us? Metaphorically, it is telling us that we cannot simply fight urban decay through physical force. You see, in this game, when you win, you start again. So the cycle repeats. Exactly. So through the game, we learn that the violence is entertainment, but the creator of the game seeks to tell us that violence is also pointless. These old games were pretty deep. How did this end up lying on the street? There's plenty of other street vendors who are collectors like me. One of them, Old Sinclair, he died last week.
and you're not really allowed to own this stuff. If GOPSEC catches you, Oh, I'm sorry about Mr. Sinclair. he was in the zone that fell into the sea last month. Can't be helped. You should keep your eye out for more of these. They may be scattered all over the city. You'll pay me for them? I sure will, as long as you keep it quiet. In fact, I can even show you this one if you like. It has a 2-player mode. We can punch people in the street together. Maybe another time. Just the limbs are fine. Ah, schön. Jetzt müssen wir auch noch kleine Computerspiele sammeln. Na, Coffee-Typ. Vielleicht treffen wir uns ja wieder. Ein paar Sachen liegen ja, glaube ich, noch hier rum. Die kann ich hier einsammeln. Ich sehe da noch so was Weißes. Das will ich haben. Aber wieder sehr interessante Gespräche. Ah, ich liebe dieses Spiel dafür. Ich liebe Spiele, wo man richtig schöne Gespräche führen kann. Ist hier irgendwas Interessantes? Anscheinend nicht. Ach, das ist ein Fuß. Ich dachte schon, es wäre was anderes. Wollte schon schmutzige Witze reißen. Leider gibt's hier nichts mehr. Schade. Und auf zu meinem Auto, das schon gut demoliert ist. Und warum? Weil mir irgend so ein Idiot wieder reingefahren ist. Und weil ich der beste Fahrer aller Zeiten bin. Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Ach, das ist der Cop. Jetzt erkenne ich es erst wieder. Moment, jetzt muss ich kurz was nachprüfen. Hier habe ich alles. Alles abgegrast. Wo müssen wir hin? Dahin. Jetzt fährt mir schon wieder einer rein. Ah, ich sollte auch mal aus dem Gegenverkehr raus. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie beschädigt bin ich denn jetzt eigentlich schon? Und eine Tankstelle sollte ich mal aufsuchen. So. Ja, dann sollte ich auch mal wieder runter. Hallo Mechaniker, der aussieht wie ein Cyborg. Sollte ich hier vielleicht auch was kaufen? Rote Spur. Diese aufgemotzte Blablabla mit Keramikspuren haben fast keinen Widerstand für schnelle Aufstieg. Für einen schnelleren Aufstieg. Ich lese mal gerade das durch. Reduziert den Dampf- und Antriebsrohr, sodass das Organ sofort verdampft. Verwende A zur Aktivierung während der Fahrt. Ich glaube, ich hole mir einmal... Geht's noch weiter runter? Retro-Antenne. Gelbe Spur, rote Spur. Das sind Spielereien, die ich nicht brauche. Nehmen wir mal das mit. Ja, repariert bist du. Ich müsste mal auch meine Tankstelle besuchen. Ah, die nächste Tankstelle, die ich finde, die steuere ich auch mal an. Warte, Moment. Ich muss mal kurz was gucken. Das ist schon noch hier, oder? Was ist hier? Ist hier irgendwo eine Tankstelle in der Nähe? Nein. Das heißt, ich muss hier rum. Ah,
Einfach schon wieder eine reingefahren. Nein, nicht abstürzen. Tut mir gefallen. Ein braves Auto. Sein liebes Auto. Wir müssen kurz drehen. Kurz drehen, habe ich gesagt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, wir haben es gleich geschafft. Und parken. Stopp, steht da irgendein Typ, mit dem ich mich unterhalten kann? Hier steht jemand? Hier? Nein, das ist dann unter mir, oder? Ah, der ist unter mir. Kann ich hier runterfallen? Nein, Gott sei Dank. Hatte jetzt schon gerade ein bisschen Angst und ein klein wenig... Oh, hat es mich jetzt auch geschüttelt. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Gut, ich gehe mich jetzt hier auch gleich demnächst umgucken. Zuerst müssen wir zu unserem Kunden. Der höchstwahrscheinlich schon wieder ein Stockwerk tiefer ist, oder? Natürlich ist er ein Stockwerk tiefer. Hahaha, hätte es auch sonst sein sollen. Wir gehen gleich runter. Sammle ich noch schnell die Sachen hier auf. Ja, hier, glaube ich, habe ich alles. Jetzt muss ich mal ein Stockwerk tiefer fahren. Da kommt sie ja. Und gleich wieder nach unten. Ah, sieht schon ganz anders aus. Na, wo ist der Müll? Was ist denn das? Was ist denn da passiert? Jetzt ja richtig gerade rund. Ein Falkner. Mit einem richtigen Falken. Hey, you interested in having your photo taken with this magnificent creature? Just 100 limbs. No. Wouldn't you like to know his name? He is Norman. Hi, Norman. Is he a real bird? Norman isn't a bird. He's a falcon. A real one? Well, he's not a hologram. But is he a real falcon or is he artificial? Ah, I understand your question now. You must think this is based on an animal. This is not. It is a unique creation. A falcon. I've seen falcons before. No, you must be mistaken. Perhaps you have seen a sparrow. They are very similar. You see, I specialize in chimeras. What are chimeras? Well, you know, there's a huge market for artificial animals, especially those that are rare or extinct. Chimeras are different. They are artificial animals which never existed, created from the imagination of man. But I told you I've seen a real falcon. Ah, where? Well, they're extinct now, I guess, but I saw them all the time when I was young. I'm from the Eastern Peninsula. They would circle around the farm in the summer, until the big dust storms hit back in the year of the dragon. Listen, lady, I need you to do me a favor. Okay. What? Please leave, and don't tell anyone that there are real falcons, huh? Sure, but why does it make any difference? When people know they're looking at something that once existed instead of something that never could, they get depressed.
And sad people don't spend money. Wolltet ihr uns gerade ein Tier andrehen? Oder sagen, dass es ein Tier nicht gibt, das es wirklich gibt? Okay. Also Leute gibt's, die gibt's gar nicht. Da unten ist auch noch jemand, mit dem ich reden könnte. Ich möchte mit denen vorher reden. Es tut mir leid, wir können die Aufgabe immer noch erledigen. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Noch nicht. Wer läuft da hinten wieder rum? Ein Dealer und Jimmy. Jimmy. Hey, got a minute? Sure, you got a minute. Who doesn't have a minute? It's less than 60 seconds. Near enough, right? Jimmy is the name. Jimmy, roll high. I don't really have a minute. You're wondering about the hands, right? You gotta know, everyone does. They always ask me about the hands. I always say the same thing. I do. I always say if the shuffle wasn't working, they wouldn't have needed to break them. I'm right, right? Were you cheating at cards? Roll high. Wasn't I clear before when I says my name? Sure I was. You was listening. You're a clever lady. I got in trouble because I could roll double sixes every single time. Really? Near enough. Near enough that they broke my hand for it. Then when I learned with the other, they broke that too. Now, if I could just get some limbs for augments, I know I could make the money back for you at the table. I'm not interested. Sorry. You'll be back. They always comes back. I got the skills, lady. You're gonna invest in them one day. I'm telling you. Gut, dass du dem kein Geld gegeben hast. Ich habe schon Schlimmes kommen sehen. Und die nächste Lochkarte. Ich frage mich gerade so, weil ich ja gerade weiß, ich weiß ja, wie viele Lochkarten es gibt. Wie groß ist das Spiel eigentlich? Das ist die Frage, die ich mich gerade frage. Aber ich weiß genau, dass es 100 sind. Und wir haben überall, wo ich schon war, alles abgegrast. Alles. Und ich habe gerade mal 15. Von 100. Gil? Kann ich mit dir reden, Gil? Ach, das ist, glaube ich, der, den sie die Hände gebrochen haben. Stimmt hier irgendwas nicht? Was ist hier los? Okay, irgendwas stimmt hier nicht, oder? Die Leute stehen hier an. Warum? Muss ich mich hier auch hier hinten anstellen? Hole Gils Sachen. Das ist doch Gil. Ah. Gil. Are you the delivery person? Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. Limbs, comm, holocrons, augments. Everything I own. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. I can't leave the queue or I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah. A chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. Es ist nicht den sie die Hände gebrochen haben. Es ist meine Auftragsperson. In die Post soll ich es werfen. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the Ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends.
Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions? He knew? He knew. I don't get it. You lived outside Nivalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Uiuiui. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was soll ich tun? Schwierige Sache jetzt gerade. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal Probleme mit Cloudpunk bekommen. Mal, die haben ja schon gut gedroht. Ein wenig habe ich auch Angst jetzt. Aber seine Familie sollte auch sein Paket bekommen. Das ist jetzt wirklich eine schwierige Sache. Sag ich jetzt nicht nur einfach so. Es ist eine schwierige Sache. Was hat denn der schon großartig hier drin? Würde das irgendwas ändern? Irgendwas verbessern? Ich werde es jetzt mal machen. Ich würde es am liebsten rüberbringen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich richtig Ärger bekomme. I hate doing this. Being a delivery driver? No, paying off a dead man's debts. At least we won't get in trouble. I hate this city. Ja, ich hasse auch diese Stadt. Hey, Rania. Are you there? Yeah? You don't sound good, Control. What? I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know.
Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he said some drinks. He sounds strange, like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Control hört sie sich gerade nicht besonders begeistert an. Ist irgendwas dabei, wo eine Nummer draufsteht? Woher habe ich diese komische menschliche Hand? Keine Ahnung, was ich mit der anstellen soll. Aber hier müsste ich jetzt einen reparieren und dann kann ich runterfahren, glaube ich. Oder rauffahren. Ist hier fast dasselbe. Ui. Neue Gegend. Ja. Ein Speicherchip. Oh, wie ich jetzt gerade da drüben sehe, sind wir schon wieder ein bisschen sehr weit drüber. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schönen Abend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.